Der Panamakanal ist kein Bauwerk, er ist ein Machtinstrument. Ein schmaler Streifen Wasser, der entscheidet, wie schnell Waren um die Welt gehen, wie teuer Energie wird und welche Staaten wirtschaftlich Handlungsspielraum haben. Wer ihn kontrolliert, kontrolliert Zeit. Und wer Zeit kontrolliert, kontrolliert globale Abläufe. Heute behandeln wir keinen Ort am Rand der Welt, sondern einen der wichtigsten Knotenpunkte der globalen Ordnung. Willkommen bei Knowledge Beyond. Der Panamakanal liegt auf dem amerikanischen Kontinent, doch seine Bedeutung reicht weit über jede Landesgrenze hinaus. Er verbindet Atlantik und Pazifik auf nur rund 82 Kilometern. Was auf der Karte unscheinbar wirkt, erspart Schiffen den Umweg um Kap Horn. Rund 13.000 Kilometer offene See, Wochen an Fahrzeit, enorme Treibstoffkosten. Schon lange bevor dieser Kanal existierte, war klar, wer hier eine Verbindung schafft, verändert den Welthandel. Jährlich passieren über 13.000 Schiffe diese Wasserstraße. Containerfrachter, Öltanker, Massengutfrachter. Rohöl, Flüssiggas, Getreide, Soja, Kohle, Eisenerz, Kupfer, Lithium, Konsumgüter, Autos, Maschinen. Der Panamakanal ist eine der zentralen Schlagadern der globalen Lieferketten. Doch er war nie selbstverständlich. Bereits im 19. Jahrhundert wurde der Bau eines Kanals durch Mittelamerika konkret geplant. Die treibende Figur war Ferdinand de Lesseps, derselbe Mann, der zuvor den Suezkanal realisiert hatte. Getragen vom Erfolg in Ägypten glaubte man, auch hier die Natur bezwingen zu können. Doch Panama war nicht die Wüste des Suezkanals. Es war Dschungel, Feuchtigkeit, Hitze und Krankheit. Man scheiterte nicht an mangelnder Technik, sondern an Malaria, Gelbfieber und Dengue. Zehntausende Arbeiter erkrankten. Schätzungsweise über 20.000 Menschen verloren in dieser frühen Phase ihr Leben. Mücken wurden zur tödlichsten Waffe der Baustelle. Ständiger Regen ließ Böden abrutschen. Erdrutsche verschlangen ganze Arbeitslager. Baustellen verschwanden innerhalb weniger Stunden im Schlamm. Das Projekt kollabierte, finanziell und menschlich. 1904 übernahmen die USA das Vorhaben. Nicht durch Tempo, sondern durch System. Moskitonetze wurden flächendeckend eingesetzt, Sümpfe entwässert, Hygienekonzepte eingeführt, medizinische Forschung gezielt angewandt. Zum ersten Mal wurden Tropenkrankheiten nicht als Schicksal hingenommen, sondern als technisches Problem behandelt. Trotzdem starben während der amerikanischen Bauphase noch immer über 5.000 Arbeiter. Mit der amerikanischen Bauphase kam nicht nur neue Technik nach Panama. Es kam auch ein System, das die Menschen auf der Baustelle in zwei Klassen teilte: Gold Roll und Silver Roll. Offiziell war das ein Lohnsystem. In Wirklichkeit war es viel mehr als das. Es entschied darüber, wer wie bezahlt wurde, wer welche Arbeit verrichtete, wer wo wohnen durfte und wie das Leben in der Kanalzone organisiert war. Gold Roll bedeutete in der Regel bessere Bezahlung, mehr Privilegien und mehr Schutz. Silver Roll bedeutete die härteste Arbeit, weniger Lohn und ein deutlich schlechteres Leben. Die Gold Roll-Arbeiter waren überwiegend weiße Amerikaner und andere besser gestellte Fachkräfte. Sie arbeiteten häufiger in qualifizierten Bereichen, als Ingenieure, Aufseher, Lokführer, Mechaniker, Vermesser oder Verwaltungsangestellte. Sie bekamen meist die besseren Unterkünfte, bessere Versorgung und deutlich mehr soziale Vorteile. Die Silver Roll-Arbeiter waren dagegen überwiegend schwarze Arbeiter aus der Karibik, vor allem aus Barbados, Jamaika und anderen westindischen Inseln. Sie verrichteten den Großteil der schweren körperlichen Arbeit. Sie gruben, schaufelten, räumten Geröll weg, verlegten Gleise, arbeiteten im Schlamm, in der Hitze, im Regen und unter Bedingungen, die jeden Tag lebensgefährlich waren. Die Trennung endete nicht beim Lohn. Sie ging weiter in die Behausungen, in die Kantinen, in die Schulen, in den Transport, in Bibliotheken, Freizeiteinrichtungen und selbst in viele Bereiche des Alltags. Was wie Verwaltung klang, war in der Praxis ein System sozialer und rassischer Trennung. Gold Roll stand für Nähe zur Macht.
Silver-Roll stand für körperliche Belastung. Und genau diese Männer hielten den Bau am Laufen. Während oben geplant, gerechnet und organisiert wurde, waren es unten vor allem die Silver-Roll-Arbeiter, die den Dschungel öffneten, Erde bewegten, Schienen legten, Material trugen und unter tropischer Hitze den eigentlichen Preis dieses Projekts bezahlten. Der Panamakanal war deshalb nicht nur ein technisches Jahrhundertbauwerk, er war auch ein Ort harter Ungleichheit. Ein Ort, an dem sichtbar wurde, wer plante, wer befahl und wer mit seinem Körper die Last dieses Baus trug. Der eigentliche Bau war eine industrielle Gewaltleistung. Nicht, weil Menschen bewusst geopfert wurden, sondern weil Natur in einem bis dahin unvorstellbaren Maßstab gewaltsam umgeformt wurde. Millionen Tonnen Erde wurden bewegt, ganze Hügel gesprengt, der Dschungel abgetragen. Ein gigantisches Schienennetz durchzog die Baustelle. Züge fuhren Tag und Nacht, um Aushub, Gestein und Material abzutransportieren. Dynamit war kein Ausnahmezustand, sondern Alltag. Der berühmte Culebra Cut, der Einschnitt durch das zentrale Gebirge, wurde zum Symbol menschlicher Überforderung. Erdrutsche zerstörten monatelange Arbeit innerhalb von Minuten und forderten immer wieder neue Opfer. Die entscheidende Lösung kam nicht durch weiteres Graben, sondern durch Wasser. Der Gatun-Staudamm staute den Chagres-Fluss und schuf den Gatun-See, einen künstlichen Süßwassersee, der bis heute das Herzstück des Kanals ist. Statt einen Kanal auf Meereshöhe zu erzwingen, ließ man die Schiffe ansteigen. 1914 wurde der Kanal eröffnet und veränderte die Welt. Eine Durchfahrt ist bis heute kein simples Durchfahren. Ein Schiff fährt vom Meer in die erste Schleuse ein. Riesige Stahltore schließen sich. Wasser strömt ein. Das Schiff hebt sich Meter für Meter, insgesamt rund 26 Meter über Meereshöhe. Danach gleitet es durch den Gatun-See, bevor es auf der anderen Seite in mehreren Schleusen wieder abgesenkt wird. Jede Passage dauert Stunden, jeder Fehler wäre fatal. Die Größe der Schiffe ist kein Zufall. Über Jahrzehnte wurden Frachter exakt auf die Maße des Kanals abgestimmt. Man nannte sie Panamax-Schiffe. 2016 änderte sich das Spiel. Mit der Erweiterung entstanden neue, größere Schleusen. Seitdem fahren Neo-Panamax-Schiffe durch den Kanal. Mehr Container, größere Tanker, höhere Effizienz. Der Ausbau kostete über 5 Milliarden Dollar und wurde von Panama selbst finanziert. Heute gehört der Kanal vollständig dem Staat Panama. Seit 1999 liegt die Kontrolle nicht mehr bei den USA. Der Panama-Kanal ist das wirtschaftliche Rückgrat des Landes. Durchfahrtsgebühren finanzieren Infrastruktur, Stabilität und staatliche Handlungsfähigkeit. Je nach Größe, Gewicht und Ladung zahlen Schiffe mehrere hunderttausend Dollar. In Extremfällen über 1 Million. Und trotzdem ist es billiger als der Umweg. 2023 zeigte, wie verletzlich dieses System ist. Eine schwere Dürre senkte den Wasserstand im Gatun-See. Weniger Wasser bedeutete weniger Schleusungen, weniger Schiffe, längere Wartezeiten. Container stauten sich, Frachtraten stiegen weltweit, Lieferketten gerieten ins Wanken. Betroffen waren die USA, China, Japan, Südkorea, Lateinamerika und indirekt Europa. Der Panama-Kanal wurde plötzlich zum globalen Risikofaktor. China nutzt ihn intensiv und investiert parallel in alternative Routen und Häfen. Die USA betrachten ihn weiterhin als strategisches Interesse. Panama steht dazwischen. Zwischen wirtschaftlichem Nutzen, politischem Druck und klimatischer Realität. Der Panama-Kanal ist kein Relikt, er ist ein Warnsignal. Was, wenn Wasser knapper wird? Was, wenn ein einziger Ausfall globale Märkte einfriert? Was, wenn diese Nadelöhre zum Normalzustand werden? Unsere Wirtschaft balanciert auf schmalen Wasserstraßen, auf wenigen Knotenpunkten, auf Systemen,
die wir für selbstverständlich halten. Schreib uns in die Kommentare, wie lange hält dieses Gleichgewicht noch? Und welcher Knotenpunkt wird der nächste sein? Wenn du mehr solcher Orte verstehen willst, Orte, die über unsere Gegenwart und unsere Zukunft entscheiden, dann abonniere Knowledge Beyond.